Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Codes D2. Immer noch im wunderschönen Negoya mit der noch viel wunderschöneren Lady Laura. Ich habe am Ende der letzten Folge ja beschlossen, mich jetzt hier ein bisschen umzugucken, nachdem wir hier ein Weilchen schon nicht mehr gewesen sind, sich hauptstorymäßig ein bisschen was ereignet hat zwischenzeitlich. Und ich habe jetzt wieder eine Woche nicht aufgenommen, weil ich jetzt wieder 4 Tage unterwegs war, ein bisschen was vor- und nachbereiten musste und dadurch nach langer Zeit mal wieder ein Pad in der Hand halte. Und ja, das wird ab September wird das ein bisschen weniger werden mit der Reiserei und mit der Abwesenheit und hoffentlich wieder in ruhigere Fahrwasser kommen. Aber es ist nicht alles schlecht daran, weil manchmal tun einem ein paar Pausen, egal in welchem Kontext, ja auch ganz gut. So, ich fange mal hier oben an. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, merke ich gerade. Das ist mir bis gerade eben ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Welcome back. Guess what? Lord Arset came and paid us a visit. Hey, hey. Hey, genau. He, Toel and Prince Oliver all seemed really well too. I kept believing they'd be all right, and I'm so glad they were. Their visit was only fleeting, but they seemed to enjoy themselves. I couldn't possibly be happier. Das ist so schön. I was so happy to see that they're all well. Prince Oliver even decided to play a tune on his lute for me all of a sudden. He's a fun one, to be sure. Das kommt mir so bekannt vor. Das hat sie doch alles schon mal gesagt, oder? Wollen wir das mal anders machen, Leute? Weil ich ja beim letzten Mal schon so ein bisschen irritiert war, ob das jetzt ja alles neu ist oder nicht. Wir können das ganz massiv beschleunigen, wenn ich es nicht vorlese. Ich weiß, das klingt auf den ersten Blick jetzt gar nicht so nach Zeitersparnis, aber es geht deutlich schneller, wenn ich es mir selber durchlese. Das merke ich auch anhand der Spielzeiten bei Spielen, die ich Let's Playe und auch privat für mich durchgespielt habe. Da gibt es einige von, das dauert in Let's Plays immer deutlich länger. Sarkas was going to be joining all of you on the Courageous, is he? I can't rest easy if you're all with him. I'm sure he'll be an asset. Hopefully it won't be long before he's reunited with his family. Das ist der Grund, warum wir ihn mitnehmen und warum wir ihm gut zusprechen. Okay, von ihm kommt nichts Neues. I hear you were involved in something most perilous over at the Twin Dragons Bridge. It's wonderful to know that you were able to rescue the young lady who was taken hostage too. Please don't worry about things here. The townsfolk and I are all determined to do what we can in Lord Arsaid's absence. If you do what you believe to be right, I am certain that results will follow. The situation seems to be rather tense in Northern Kreuzen, but that's yet to have any effect on this region. Please don't worry about things here. If you do what you believe to be right, I am certain that results will follow. Gar nicht vorlesen ist halt auch komisch, weil muss ich ja, weiß ich nicht. Es ist alles irgendwie kompliziert, gerade die Spielphase. I've heard that you'll be flying around Eastern Erebonia about the famous Courageous. That's wonderful news. I couldn't believe my ears when I found out that you'd been entrusted with it. Ever since I heard, I've been desperate to tell everyone I know, but all the people I knew already knew what I knew. I was so disappointed I wish I could run over to the capital and tell everywhere there instead. Ich glaube, das war zum Beispiel wieder neu. I've long been worried about how other people all over the country are doing. So if you're flying around, please do try and help those in need. And be sure to tell them about all the amazing things you've done in my place. Ja, machen wir dann, glaube ich. Vielleicht habe ich dir das aber auch schon einmal versprochen. Ich weiß es nicht. Jetzt fehlt mir so ein bisschen die Kennzeichnungs- und Sternchen- Methodik, die man zum Beispiel aus Xenoblade Chronicles 3 hat, ne? Dass man eben auch visuell irgendwie erkennt, mit wem man schon gesprochen hat, beziehungsweise wer was Neues zu berichten weiß. Aber es ist alles nicht so schlimm. Es ist alles nicht so schlimm. Wir haben ja an welchem Ort war das nochmal? Irgendwo habe ich ja zum Beispiel was Neues eingekauft, als ich wieder im Laden gewesen bin. Sie stand beim letzten Mal, glaube ich, auch schon hier. I brought some food for the students here to eat while they train, but Fritz is the only one here. What should I do? Hä? Wie? I mean, I probably shouldn't get in the way of his training, should I? Of course not. He's busy concentrating. Da ist wohl jemand ein bisschen schüchtern. I don't think I'm ready to be alone with him just yet.
Dann geh doch weg. Ne, not that means anything, though. Not that. Alles klar. So, bekommt er überhaupt irgendwas davon mit, wie aufgeregt die junge Dame hinter ihm ist? If you're looking for Gavili and Aris, they are out patrolling at the moment. We've been getting some large peculiar monsters on the highway lately, so we need to be more alert than ever. In the meantime, I'm training. If we intend on protecting Legram in Master Arsaid's absence, we need to be strong. Our mission is to keep this town safe, so we're just trying to keep monsters away instead of trying to defeat them all. Many of the monsters on the highway are new to us, so it's hard to say for certain whether we could even slay them. Yeah, all the more reason to keep training, so that, should the time come, we'll all be ready to do so. Also irgendwie ist das ja ehrbar, ne? Diese Haltung zu sagen, wir wollen die Monster nicht abschlachten, wir wollen sie nur zurückdrängen. Aber wie lange kann und soll das dann noch gut gehen? Ich meine, das ist ein bisschen was anderes, als eine Hausspinne wieder nach draußen zu geleiten. Aber wenn dann irgendwelche Riesenviecher nonstop euer Leben gefährden, weil sie jederzeit scharenweise über Legram herfallen könnten und Leib und Leben gefährden könnten. Ich weiß nicht, ob ich mich da so anschließen würde, zu sagen, das reine Zurückdrängen wird schon reichen und irgendwann löst sich das Problem von selbst. We was heading off with you kids, huh? I figured it was bound to happen sooner or later. Can't say I'm super comfortable with young ladies like her and Laura being ferried off into war zones. I mean, they can take care of themselves, but keep an eye out for them, okay? Don't drag them into the line of fire anymore, you have to. You get me? Was passiert denn sonst? We was heading off with you kids, also. War zones, okay, you get me. Droht der uns gerade? Ich glaube, der wollte einfach nur ein ernstes Wörtchen mit uns sprechen und zum Ausdruck bringen, dass er sich Sorgen macht. Oh, there you are. Please take care of Vivi for me. I wish I'd been able to cheer her up while she was here, but I don't think anything short of reuniting her with her sister could lift her spirits. I'll be here praying every day that she finds her. Please do everything in your power to help her achieve that. Ja. Oh, there you are. Spirits achieve. Okay. Ja, wir sind auf einem ganz guten Weg. Ich meine, wenn sie jetzt sehen könnte, dann würde sie wissen, dass es ihr inzwischen deutlich besser geht und dass sie wieder zurück zur alter Fröhlichkeit und Leichtigkeit unterwegs ist quasi. So, wen haben wir hier? Chloe. The whole town is so much happier knowing that Lord Arsaid is safe and well. It really makes me want to knuckle down and get some serious work done. The harder we all work, the less he has to worry about Legram while he's away. Das kommt mir schon wieder bekannt vor. To worry about while he's away. Time to really put my back into it. Okay, warte. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen auf die Tube zu drücken, okay? Dazu gehört aber trotzdem der Hund. Der Hund wird nicht links liegen gelassen. Egal wie viel auf die Tube gedrückt werden soll und werden wird. Hey, na, Sven, ne, ja. Well, we heard Lord Arsaid came back to Legram. He didn't stay for long, sadly. But being able to see him again in person and hearing he's doing well is more than I ever could have hoped for. I hope that he knows he has nothing to worry about. We'll all throw our weight behind protecting Legram in his absence. Lord Arsaid was accompanied by Toll and Prince Oliver during his visit. I wish he could have stayed for a while longer, but just being able to see him again was a blessing in and of itself. The citizens of Legram have a duty to keep the town safe so that he won't have a thing to worry about. Ja, da kann er, glaube ich, gut auf euch vertrauen, auch wenn ich immer noch im Hinterkopf habe, den einen Typen, der sich weigert oder der nicht möchte, dass Monster getötet werden, sondern nur verdrängt werden. Das ist für mich eine Sicherheitslücke, eine gravierende. Man, Lord Arsaid's so darn cool. I'm gonna be just like him when I grow up. And you can take that to the bank. Just watch me. Lord Arsaid stopped by and you know what he did? He gave me a pat on the head. It's a sign that I'm gonna be just like him when I grow up. I know it. Wie so ein echter Ritterschlag, ne? Aber auch das haben wir doch schon mal gehört. That was the Radiant Blade Master, head of the Arsaid school. I can't believe he's been fighting right under the bad guy's noses all this time. He's way too cool. I wanna be big and strong like him someday too. No, forget someday. I wanna be like him right now. Die sind aber alle gehypt. Lord Arsaid is the coolest, but with him away, the junior Eisenritter's job is even more important.
Meine Stimme ist gerade voll am Abkacken. Also ich meine, letzten Endes wäre das eh nix mit passioniertem Voice-Acting geworden heute. I think I might have finally seen the Viscount. At least that's what everyone says I saw. He was super cool. Haha, Kano and Julian both really look up to him. I can see why. That Viscount was the coolest. He was even guarding one of the princes too, which makes him even cooler. Okay, also ich glaube, die haben erstmal für die nächsten Lebensjahre ein Vorbild gefunden. Könnte aber auch ein schlechteres sein, ne? Also muss man ganz klar sagen. Der ist ja auch irgendwie cool, ich verstehe das schon. Beryl stand hier noch nie. Oh, so you managed to find me after all. So this is where you've been. Talk about pushing your luck. Oh, I was most certainly not on my own. Need I remind you that I have a guardian spirit watching over me? One powerful enough to scare off monsters that might approach me with ease. Wow, that sounds awesome. I want to see. Celine, you're absolutely sure this girl's not a witch? There's not a doubt in my mind, which is why she posits me so much. Okay, moving on. Why don't you and your guardian spirit join us aboard the Courageous? I can promise you it's much safer there. As tempting an offer as that is, I'm afraid I have to decline. At the moment, I'm trying to discern whether or not this war has disturbed the spirits lurking around the country. There's no need to worry about me. I'm more than safe wandering around, all alone, as you put it. While it is rather unsettling, I suppose we should take her at her word. She can clearly take care of herself. If you say so, just do me a favor and try not to get in harm's way. And if you do get caught up in something, get in contact with us as soon as you can. Very well. If a dire fate befalls me, you shall be the first to know. I'll use my channeling powers to transmit all the necessary gory images into your head to make you aware of my situation. Or maybe you just call my Arcus or something, you know, either way. Oh Mann. So this is the castle where Saint Sandlot's spirit is set to rest. Fascinating. The fog here seems to be a byproduct of the heavy distortions coming from the castle itself, which makes me wonder about the validity of those claims. I hate to admit it, but I'm curious to hear her take on all this. Ja, so this is Castle, blah, rumors after all. Das mit den Rumors war aber neu, oder? Perhaps there is something to all of those rumors after all. Schade, ich hätte jetzt gedacht, jetzt just in diesem Moment hätte ich tatsächlich gedacht, dass sie sich anschließen würde. Aber wird es nicht am Ende eh so sein, dass sich alle anschließen, früher oder später? Ich kann mir vorstellen, dass man mit ihr noch ein paar Male öfter sprechen muss und sie erst zu irgendeiner Erkenntnis gelangen muss, bevor sie beschließt, mit uns zu kommen. Oder es wird wirklich irgendwann mal ein Hilferuf abgesetzt, der von ihr ausgeht und dann, ja, dann rettet man sie und dann schließt sie sich im Nachgang an, weil sie einsieht, dass es bei uns auf dem Schiff halt sicherer ist, ne? Mehrere Szenarien auf jeden Fall denkbar. Torvald's gone off with Lord Arcite to fight for peace. I'm sure Lord Arcite needs all the help he can get too. The situation in the west gets more and more dire every day. Torvald's a very capable man, so I'm sure his assistance will be a great asset. I wish I could go help him myself, but I suppose I have to run my shop as well as possible to show my support. I wish I could go aid Lord Arcite, but I'd only be in the way. I'm sure he'll be glad to have Torvald at his side, though. As for me, I'll keep working away right here as I pray for their success. Irgendwie kommt mir gerade so der Gedanke, dass es vielleicht, also dadurch, dass gerade so viele Leute nicht bei uns im Team sind, die aber schon mal bei uns im Team waren, vielleicht wird es irgendwann mal einen Abschnitt, ein Kapitel geben, wo wir die jeweils andere Gruppe spielen. Und auf der anderen Seite tummeln sich echt coole Leute. Also auf so einen Perspektivwechsel, nein, ich wollte nicht nochmal reden, hätte ich durchaus Bock, muss ich sagen. So. Habe ich hier noch irgendwas? Weil ich habe, ganz ehrlich, seit ich gesehen habe, dass ich durch diese eine Trainingseinheit relativ gut an Material komme, habe ich gar nicht mehr so die Zurückhaltung, die ich vielleicht vorher hatte in der Ausprägung. Warte mal, gab es hier noch irgendwas
anderes Wichtiges? Ich könnte weitere Slots freikaufen. Könnte man drüber nachdenken. Ich bin wieder bei stabilen über 2000, sage ich mal. Warte mal, wie viele fehlen denn noch? Also hier sind 3 offen, hier sind 3 offen. Hier sind schon mehr offen bei Emma. Das macht aber auch durchaus Sinn. Also 3 ist so der Durchschnitt. Milliam hat auch einen mehr. Warum auch immer. So, warte mal. Also mit offen meine ich ne höheres Upgrade-Level, wenn man so will. Ich glaube, obwohl, nee, komm. Einen werde ich jetzt upgraden. Oder eine. Wir werden Laura hier bevorzugen. Aus Gründen. Und Sarah vielleicht auch noch einmal. Ja, guck mal hier. Das ist nämlich relativ günstig, der obere Slot. Wobei ich gerade so in Spendierlaune bin, holen wir noch jemanden mit dazu. Wobei das sollte schon jemand sein, der oder die relativ regelmäßig Teil des Teams ist. Und da habe ich bei Alisa dann auch keine Bedenken. Jawohl, so kann man das mal machen. Oh, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen was zum Exchangen. Das ist auf jeden Fall gut für die Haushaltskasse. Einmal mitgenommen. So, ansonsten gab es hier nichts weiter. Wie sieht es bei dir aus? I can imagine you haven't already heard the wonderful news, but Lord Arcade has returned. That's not to say I feared for his safety for even a second, however. He is simply too capable a man to ever be defeated. His finer points extend beyond strength too. He is a man who values peace above all else and strives to protect the weak. So ein bisschen wie Reen Schwarzer. Strong of blood and noble of mind. That's our Lord Arcade. We can't laze about here with our hands at our sides with Lord Arcade out there fighting for us. We need to make sure we work to keep the town thriving during his absence. Boah, ey. Manchmal würde mich echt interessieren, wie die Leute in Arcade so drauf wären. Nicht in Arcade, sondern in der Gram. Sorry. Wenn da so ein richtiger Idiot an der Spitze wäre. So, das würde ja auch was mit den Leuten machen, logischerweise. Die haben einfach unfassbares Glück, muss man ja sagen, weil die können sich ja wahrscheinlich nicht aussuchen. Das ist ja hier, glaube ich, kein demokratisches System, in dem die leben, sondern das wird von Generation zu Generation hier scheinbar die Verantwortung immer weitergegeben. Aber, ja, die können sich auf jeden Fall glücklich schätzen und das Schöne ist, ich glaube, das tun sie auch. So, auf jeden Fall gibt es hier im Laden nichts Neues. Warte mal, jetzt habe ich wieder Gedanken zugelassen, die mich ein bisschen abgelenkt haben. Hier machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Einmal kurz Nase kratzen. So, hi. So I heard Lord Arcade entrusted you with the courageous, did he? Since it's in the property of the Imperial family, the Alliance will have to carefully weigh how they act toward it. It ought to prove a wonderful asset to your cause. It seems Lord Arcade thought so, so put it to good use. Ich glaube, das hat er uns schon mal gesagt. Now that the Courageous is openly conducting operations, it's effectively the symbol of Everbonia's neutral forces. I can't help but wonder if Prince Oliver anticipated it might come to this when he first commissioned it to be built. It's definitely possible. Ja, das könnte durchaus sein. We were so relieved to see Lord Arcade safe and well. Life may be more difficult here now than it was, but we'll get by. Lord Arcade is out there fighting for us, the mists have dissipated somewhat, and above all, I'm here with my family. As long as I have them, I can get through anything life throws as me. At me, oder? Naja, wir wissen trotzdem, was sie sagen will. Is Kana out playing again, then? I believe so. I'm sure he'll be fine. He's a smart boy, just like his father. You think? I'd say he's got a lot of growing up to do if he wants to be as smart as his dear old dad. Whatever you say, dear. Ich glaube, sie wollte dir einfach nur voll das Kompliment machen. Du hast das voll abgeschmettert oder nicht rausgehört oder weiß ich nicht, musstest noch einen draufsetzen. So, auf jeden Fall geht's Kano draußen gut, weil mit dem haben wir heute schon gesprochen. Alles klar. So, die interessantesten Leute tummeln sich ja in der Regel immer hier. Leute von nah und fern. Oh, aber heute ist gar nicht so viel los. Wir haben den Laden hier schon mal voller erlebt. Oh, hello there. Welcome to Aprikose. I've decided to start helping out here as a way to pay the people of the ground back for all of the kindness they've showed us. I still have a lot to learn about this job, but practice makes perfect.
kennen wir schon. So Cargo found the person he was looking for after all. How wonderful. Hehe, what a load off my mind. I was starting to worry about him. Thank the goddess for bringing those two back together again. Ich glaube, hier kannst du relativ sorgenfrei sein. Das Einzige, was ich an Sorge hätte, wenn ein Kind von mir hier draußen spielen würde, ist, dass jemand ins Wasser plumpst und sich dann nicht mehr selber befreit bekommt. Aber ansonsten... I can't believe we're already halfway through December. Ordinarily, I'd be sipping champagne and rubbing elbows at a lavish party right about now, yet here I am. Why can't I wake up from this endless nightmare? Ja, super. Ich wusste, dass es passiert. Ich wusste, dass es passiert. Ich habe mich nicht 1 Millimeter wegbewegt. Und trotzdem quatscht sie jetzt jemand anderen an. There's no way this can be real. It must be a nightmare. It just has to be. Oh Mann, ey. Wie unsympathisch und undankbar kann man sein, ey. Oh, that damnable Duke Cayenne. I dismissed him as little more than a pompous idiot with a hideous sense of fashion. But he was playing us for fools the whole time. Now he has those soldiers and that battleship and... Bah! Ja, spuck in dein Essen. If Chancellor Osborne was still alive, things would be playing out differently right now. Very differently indeed. Hätte Fahrradkette, ne? I'm starting to lose hope that we'll ever make it back to Heimdall. Oh, if only Chancellor Osborne was still with us. Mein Mitleid hält sich in Grenzen, wenn ich ehrlich bin, aber macht mal. Euer Kind tut mir nur leid, mit dem gehen wir auch noch sprechen, es wird wahrscheinlich oben sein. Surprised to see Maria working here. She decided to start helping us out. I tried to tell her it was unnecessary, but she was very insistent, so I ended up giving her the go-ahead. She's really been a big help, though. With all of the people stopping here as they flee from the combat in the west, more hands on deck come in handy. As much as I appreciate Maria's assistance, I really don't want her to push herself to help. She's just as much a victim of this war as anyone. Life can't be easy for her right now. Vor allen Dingen dieser Kontrast, ne, zwischen der helfenden Maria und diesem Ehegattenpaar, was da am Tisch nebenan sitzt, das ist schon beachtlich, wie unterschiedlich Menschen in Krisenzeiten mit Krisen umgehen, beziehungsweise ihre Ist-Situation bewerten. Aber, naja, das ist Gott sei Dank die Ausnahme hier in der Gram. Das ist schön. Hey, Bam. Na, war's doch Bam, ja. Lord also took off on a liner for the Sutherland province just as soon as he arrived. He's supposedly westward bound from there. If he were anyone else, I'd be worried about a strategy like that, but not Lord Arset. He's going to be perfectly fine, and by the time he returns, he's bound to have a myriad of other achievements to his name. I have no doubt about that. I would say I hope Lord Arset will go and do us proud, but I know he will. Ja, frag mal die Kinder. Ich glaube, die glauben das auch. Wenn du jemals Zweifel an Lord Arset hegst, oder Zweifel aufkeimen, dann sprich mit den Kindern. Die führen dir wieder vor Augen, warum Lord Arset awesome ist, wollte ich sagen. Hey, I can only take so much of my parents at any given time, so I thought I'd come up here and read a book or something. Which seemed like a great idea until I realized this is the only book I own and I've read it like 20 times. Maybe I go for a walk or something. We did come to Le Gram to sightsee after all when we first came here forever ago. I've got nothing better to do, so I might as well head out for a walk. Sure beats sitting around in here, and it really beats sitting with Mom and Dad. Das verstehe ich completely. Draußen ist auf jeden Fall ein Hund. Mit dem kannst du schon mal ein bisschen Spaß haben und ein bisschen spielen. Und dann stehen da draußen Jungs, die bestimmt auch ganz cool sind. Und wenn das keine Mädchen-Hater-Jungs sind, dann kannst du dich ja vielleicht mit denen anfreunden. Oder auch mit den Leuten hier schnacken. It's an Animist Monument. Ja, das ist die Erkenntnis, die es jetzt unbedingt gebraucht hat. So, einmal nochmal in die Bracer Guild rein. Hier ist auch nicht so viel los. Hi there, I hear you had a tough time over at the Twin Dragons Bridge. It's disturbing to think that the proud Khoisan provincial army were willing to take a civilian hostage. That would ordinarily have been a job for the guild. It frustrates me that we weren't able to do anything. I know the feeling, but there's not much point being pissed off about it now. At least I got to go and cause a little mayhem for them. A team guild will just have to settle for that.
True enough, the hostage was rescued safely too, and that's what matters in the long run. Oh, incidentally, I heard from Towel. If what he's saying is true, things are very difficult indeed over in the West. He's working with neutral elements in the region and doing the best he can, but it's tough going. Still, he's always been capable, so I'm sure he'll deliver in the end. All I can do is believe in him and focus on my own work here. Lamenting one's own powerlessness achieves nothing. You're all making great progress in your efforts to improve things, so I need to do what I can as well. Ja, jeder so wie er kann, ne? So ist das. Bei ihm glaube ich, dass der zweite Teil neu gewesen ist und dass wir das noch nicht kannten. Also auch mit dem Towel-Upgrade und so, aber keine Ahnung. So, wer hat hier nochmal gewohnt? Die Namen kriege ich nämlich hier so nicht mehr zusammen. Ach, die gute Daphne. Hi. This is a terrible war, but history tells us that the War of the Lions was even worse. There was no justice in that war. Even the knights who had sworn to protect the country began to plunder it. It might have gotten even worse if Prince Strikels hadn't stepped in and turned things around. The more I think about it, the more Prince Oliver has in common with Prince Strikels. I wonder if he'll be able to follow in his ancestors' footsteps and bring this war to an end. Prince Oliver reminds me very strongly of Prince Strikels. I wonder if he'll be the one bringing this war to its end. Den Vergleich hat sie schon mal gezogen. Ich glaube, das hat sie auch schon mal gesagt. Oh, es ist so schwer, das irgendwie einzuschätzen, ne? Weil wenn du nichts verpassen willst, bleibt dir ja nichts anderes übrig, als mit allen nochmal zu sprechen. Und ich könnte natürlich, das wäre eigentlich auch mein Wunschszenario, sagen, ich hole euch immer mit dazu, wenn irgendwas Neues kommt, aber ich krieg das nicht gefiltert. Ich weiß es nicht zu 100%, ob wir das schon mal gehört haben oder nicht. Und das ist so ein bisschen der Struggle an dem Thema. Oder mit dem Thema. There's no reason for us to head into the station, let's get out of here. Okay, so, dann machen wir jetzt den standardmäßigen Auswärtscheck auch nochmal. Und dann werde ich mich irgendwann wieder auf die Courageous nach oben ziehen. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Ich habe gerade voll Angst, dass ich einen Tunnelblick habe und irgendwas übersehe. Ich bin sehr gespannt, ob es hier in der Ecke auch ein Cryptid gibt. Die haben sich ja in letzter Zeit immer ein bisschen nach vorne gedrängelt, als ich mit den Folgen eigentlich ganz andere Pläne hatte. Aber warte mal, ich habe doch hier, da hatte ich hier nicht, ich kann jetzt auch auf ein Pferd steigen. Ach, ist das cool. Ich weiß nicht, schimpft mich altmodisch. Aber ich reite lieber mit einem Pferd hier durch die Gegend als mit einem Motorrad. Der spricht wahrscheinlich der Fantasy-Setting-Fan auch so ein bisschen in mir. So, hier gibt's auch nichts. Diese Ebel-Highway, ne? War ich da schon, seit wir in diesem Kapitelabschnitt angekommen sind? Ich bin mir nicht sicher. Das war auch das, was mich damals so, ja, ich will nicht sagen entrüstet hat, aber schon so ein bisschen abgeturnt hat, als Final Fantasy 15, also das erste Bildmaterial kam, weil ich dachte mir, ey, ich will nicht mit einem Auto durch ein Final Fantasy Spiel. Und ja, wir hatten auch schon motorisierte Fahrzeuge in früheren Teilen, ja, ich sag nur Teil 7 mit dem Motorrad und so, aber das war halt damals auch schon nicht meins und, ich weiß nicht, ich brauche diesen Einschlag nicht, ich nenne es mal Sci-Fi-Einschlag, auch wenn Autos und Motorräder jetzt natürlich nicht per se Sci-Fi sind, sondern doch eher ein bisschen standardisierter. Aber es ist eben auch nicht klassisch Fantasy, ne? Und ich habe wirklich ein bisschen Sorge, dass sie den neuesten Dragon Quest Hauptteil ja, okay, jetzt, warte mal, jetzt scheitere ich hier gerade ein bisschen an der Motorik dieses Pferdes. Und der Gegner, hey, warum kommt man denn hier nicht durch? Okay, kein Bock mehr auf Pferd. Ich laufe jetzt zu Fuß. Ja, auch wenn ich Gefahr laufe, dass mir jetzt ein Gegner in den Rücken fällt. Ich habe halt echt ein bisschen Sorge, dass wenn die neuen Dragon Quest Spiele oder jetzt der neueste, der dann hoffentlich irgendwann mal kommt, dass wenn der auch das Fantasy-Setting komplett einstampft, dann gibt es kaum mehr größere Franchises, auf die man sich verlassen kann, mit Blick auf die oldschooligen Settings einfach. Ne? Das ist natürlich nicht alles, klar. Und wir haben ja auch immer noch, ich habe ja immer noch einen Haufen Trades-Spiele vor mir,
Wobei das this way leads to Berea hat. I think we'd best not get any closer. Okay. Gut, dann habe ich jetzt hier aber den Abschnitt wenigstens für mich abgeschlossen. Dann können wir einen Haken hinter Legram machen. Ich glaube, die interessanteste Neuerung, wenn ich das mal so nennen darf, ist, dass wir Beryl getroffen haben und ein Notebook-Update bekommen haben. Aber ob es das jetzt wert war, keine Ahnung. So, Check Quest. Ach, hier ist irgendwas completed, das heißt, wir können auch was reporten. Sieht gut aus. Immer doch. Mit dir spreche ich gerne und immer, so viel du möchtest. Vor allen Dingen ist das schon voll alt. Warum habe ich das nicht früher gemacht? Ich glaube, weil ich nicht so unbedingt angewiesen bin auf die Belohnung, die wir hier kriegen. So, aber da steht jetzt reported. Das ist schön. Hier gibt es nichts mehr. Da wollte ich sowieso als nächstes hin. Die beiden hier. Formed a resistance group with other second years sighted along East Trista Highway. Ah, da müssen wir noch hin. Das kommt noch. Formed a resistance group other second years sighted along North Kreuzen Highway. Könnte das der zweite neue Bereich sein? Weil ich habe jetzt 2 Areas gefunden, sage ich mal, um Keldic rum, um die Highways rum. Und das könnte jeweils die eine und die andere Ecke sein. Aber wir werden sehen. Entschuldigung. So. Warte, Legram hatten wir gerade, nach Berea Hart komme ich nicht. Lunaria Nature Park hatten wir, Imir hatten wir und North Highlands hatten wir. Das heißt, ich starte jetzt auf den Proving Grounds und schau mal, was wir hier so alles mitnehmen können. Also auch an Gesprächen, nicht nur an sammelbaren Items. Informationen sind ja per se auch Sammel-Items. Das ist eine Mission. Guck mal, alles neu hier. Emmons. Getting our tanks over to the Twin Dragons Bridge is a pretty quick and easy task. Moving our supplies, then not so much. We've got to make sure everything's in order here for the 5th Division and that they all know what they're doing too. They're going to be defending this area in our place, you see. That means they're also responsible for keeping an eye on Crossbell. It's not going to be an easy job. The 5th Division is going to be keeping an eye on Crossbell while they watch over the ruins of Karelia Fortress in our place. We're going to be leaving many of our facilities behind, so they can use them. Macht irgendwie Sinn. Aber sag mal, müsste nicht Claire hier auch irgendwo sein? Claire habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich nicht mehr an ihre Abschiedsworte. Everything's been loaded up. Good, good. This is our chance to repay our debt to the 4th Division, so we need to make sure we do it right. See to it that everything gets where it needs to go. On the double. Yes, sir. With the 5th Armored Division as good as gone, we're basically sitting ducks here. If that white monster of Crossbeds launches another attack, let's not dwell on that. Worrying about what might happen isn't going to do anyone any good, least of all me. Aha. Okay, der flüstert das, oder? Oder warum ist das so klein? Der will wahrscheinlich nicht, dass sein Anweiser, sein Instructor, ach, das ist der Arbecker, dass er das irgendwie mitbekommt. Our duty as soldiers of the 5th Armored Division is to support the 4th Armored, ohne Armored, the 4th Division, and we're going to do exactly that. Hurry it up, the 4th Division needs these by the end of the day. Ah, der Tag ist doch noch voll jung, oder? We're going to do exactly that. Hurry it up, okay. Alles klar, auf jeden Fall alle 4 beschäftigt, so viel steht mal fest. Hier draußen stehen voll wenige Leute. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Normalerweise ist hier mal gut was los gewesen. Dann gucke ich mir mal die Mission an. Ach, das ist der Monk, der was von uns will. Weißt du was? Das mache ich dann zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. So auch hier an diesem Ort. Die sind alle schon weitergezogen, kann das sein? We're all getting ready to move to the Twin Dragons Bridge. I've been informed that Fiona Craig will be taking over this position once I'm gone though, so there's no need to worry. I hear she's a fantastic cook too. Kinda makes me wish I could stay around a little longer to sample some of her cuisine for myself, honestly.
I'm sure that with some rigorous sampling of Fiona Craig's cooking, I could dish up even finer meals for my division. Maybe I'll get that chance someday. It would be a delicious opportunity. Aha. Also du wirst auf jeden Fall deine Chance noch bekommen. So optimistisch bin ich jetzt einfach mal, um da auch mal zu kosten. Ist das mit Yggdrasil neu oder gab es Yggdrasil hier schon immer? Weißt du was? Ich nehme mir das mal mit. Also auch, weil ich so einen Überschuss an braunen Seppets hatte und das durchaus taktisch hilfreich sein kann, wenn ich 2 oder vielleicht sogar mehr Leute irgendwann damit ausstatten kann. Ich glaube, das kann man mal mitnehmen. Was war denn Grim Butterfly nochmal? Area XL. Class SS Plus. Butterfly Swarm plunges enemies into despair. Das klingt alles gar nicht mal so uninteressant. Aber neu einkaufen werde ich trotzdem nicht. So, okay. Nee, warte, du hattest hier noch andere Sachen. Genau, die Kategorie ist natürlich nochmal interessant. Einfach um zu schauen, ob er irgendwas hat, was wir noch nicht haben. Warte mal. Hier auch nochmal. Ich glaube, mit den Rezepten war ich soweit eigentlich... Oh, guck mal, der bietet Cheese Omelette an. Ich meine, das bringt mir jetzt eigentlich herzlich wenig, aber die 3 muss stehen, oder? Vor allen Dingen, weil man das arme Cheese Omelette fast übersehen könnte, wenn man nicht genau genug hinguckt. Okay, ich glaube aber, hier werden wir ansonsten nichts weiter investieren müssen. Auf Mangs Mission bin ich sehr gespannt, also in welchem Kontext wir ihm helfen können. Der ist ja auch irgendwie so ein sehr spezieller Mensch, sag ich mal. Ah, hier ist niemand mehr. Man muss ja wenigstens eine Kiste zum Plündern zurücklassen können. Na, steht hier irgendwas auf dem Whiteboard? Das ist gar kein Whiteboard, ne? Das ist eher eine Pinnwand. Aber egal, wo niemand ist, da ist niemand. Spannend wird's, wenn wir das nächste Mal auf der Twin Dragons Bridge sind. Da werden die sicher alle tummeln und da wird es wahrscheinlich 10.000 Ansprechpartner geben. Aber nach dem Umzug weiß ich dann wenigstens, dass jeder was Neues sagen wird, weil eine Ortsveränderung bedeutet in der Regel immer neuen Text hier. I'm so glad to hear that Fiona was all right after all. In fact, all the soldiers from the 4th Division were overjoyed to see that she made it back unharmed. They were always a bit of an intimidating bunch, so it was interesting to see a whole new side to them. I'm so happy for all the soldiers in the 4th Armored Division. I wouldn't want to see anyone suffer the way we did. Das spricht auf jeden Fall sehr für ihre Menschlichkeit. Weil sie hätte ja auch sagen können, warum bekommen wir immer den ganzen Mist ab? Warum passiert das auch nicht anderen? Immer geht's anderen besser als uns so. Wisst ihr, was ich meine? Und ich verurteile auch nicht Leute, die das so sehen, weil manchmal ist das Leben halt unfair zu einem, aber umso stärker ist es, sich dann für die anderen eben freuen zu können. Deswegen Daumen hoch für sie. Oh, er sitzt vor einem Radio. Oh mein Gott, er ist wieder in seinem Element. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hey, Monk. I can't find it. I can't find it anywhere. How could I go and lose something so precious? Oh, there you are, Monk. Oh, it's you guys. Hi. Do you need me for something? I'm pretty busy at the moment, as you can see. Our apologies for interrupting you at such a busy time. Well, we have a favor to ask you. We were trying to ask last time too, but we didn't really get the chance. Rain explained that they were looking for Academy students to come and fight with them on board the Courageous. Oh, so the ones on the Courageous are you guys? It does seem to be in the news a lot lately. The soldiers here were talking about it too. Class 7 really is amazing. Anyway, that's where we stand. Right now, we need all the help we can possibly get. Would you be willing to come with us? I can't, unfortunately. I've kind of got something I need to do here first. Maybe I should ask you guys, actually, seeing as you're here and all. Ask us. Is it something we could help with? Have you got a serious problem or something? Yeah, I've lost something really important, you see. Sein Empfang. It's so important to me that I've barely been able to sleep since losing it. I've been trying my best to find it, but I'm not getting anywhere. Wow, that really does sound like it must be something important. Can you tell us what it is you lost? Sticker.
Okay, es geht wieder los. Das ist eine schöne Hommage an den ersten Teil, wo es ja eine ähnliche Mission gab mit ihm. Ah, wir dürfen wieder Sticker für ihn suchen. That's it? What do you mean, that's it? It's a sticker from Abendtime, the famous radio show that hasn't been broadcast since the start of the war. They're incredibly valuable items that you get for having your submissions read on air, with pictures of Misty on them. She had stickers made with her picture on them. Is that seriously what she was up to all that time? Come to think of it, she sent me one too, didn't she? Please, it really is important to me. It's a super special golden sticker too. Only those whose submission was chosen at the best of the week received them. I'd been trying to win one for so long, and just before the show ended I finally did it. It means the world to me. I see. So please, won't you help me look for it? If I can just find that, I'll be happy to join you on the Courageous. I'll do anything. Aha, help him search. Na, ich bin ja mal gespannt, ob die das jetzt einzeichnen. Alright then, if it's really that important to you, we'll help you look. Really? Yeah, I suppose we could spare the time. I'd feel a bit guilty just leaving you like this. So, do you have any idea of where you might have dropped it? I wish I did. At the very least, I know I had it with me when I arrived here at this camp. I can't find it anywhere here though, which makes me wonder whether it might have gotten mixed into the stuff the 4th Division were moving to the Twin Dragons Bridge. Oh no. That sounds like a possibility. It gives us a starting point at least. Well, good luck. By the way, the serial number on the front is G4T. Don't forget that. Okay, I won't. Well, let's head over to the Twin Dragons Bridge, I guess. Ich dachte, wir müssen jetzt erstmal hier irgendwo suchen. So habe ich den verstanden. Er meinte doch nur, es könnte was auch mit rüber gepackt worden sein, aber... I sure hope you have better luck finding my sticker than I did. I really do. I can't help but wonder if it might have gotten mixed in with the stuff the 4th Division moved to Twin Dragons Bridge. Either way, the serial number printed is G4T. That's G as in girl, then a 4T. I wish you the best of luck. Dankeschön. So, ich würde mir das trotzdem gerne einmal kurz hier in der Questbeschreibung nochmal angucken. Vielleicht gibt es ja weiteren Aufschluss. Warte mal, wo ist denn die Mission? Müsste die hier nicht auch irgendwo sein? Hab ich die gerade übersehen? Die ist doch nicht bei Main. Creeping for Creeps ist es nicht. Und das sind die beiden Hauptmissionen. Warum ist denn die Mission hier nicht mit drin? Keine Ahnung. Okay, aber ich versuche mir jetzt einfach zu merken, dass die Twin... Ach so, nee, es stimmt. Nee, Moment, es kam kein Fenster. Es ist kein Fenster aufgeploppt, was uns einen neuen Missionsnamen aufgezeigt hat. Deswegen taucht es da auch nicht auf. Das ist einfach eine andere Art von Mission, sagen wir mal so. Das Problem ist, ich will jetzt auf jeden Fall noch nicht dahin, wo das rote Ausrufezeichen ist, weil... Wurde das hier schon immer so angezeigt? Ich mach das mal, weil wir sind ja hier noch nicht direkt auf der Twin Dragons Bridge. Ey, dieser Cryptid hier, ne, bei der ersten Begegnung. Garrelia By Road. Ich glaube, ich gehe mir nochmal das angrenzende Gebiet hier angucken, aber von dort aus gehe ich dann nicht weiter. Und dann werden nämlich die nächsten Steps, und da muss Twin Dragons Bridge jetzt erstmal warten, werden die Trista-Route einerseits und die gegenüberliegende Route andererseits. Und ja, da gibt es auf jeden Fall einiges Neues zu bestaunen. So, aber hier kann man ja natürlich auch nochmal einen Blick riskieren. Das war nämlich... Ach du Scheiße. Da. Ich sehe da was. Okay, aber heute mache ich kein Cryptid mehr. Also das ist definitiv ausgeschlossen. Ich muss mir den nur merken. Das mache ich aber erst, nachdem ich in Celtic links und rechts die ganzen neuen Gebiete abgefrühstückt habe. Dann kommt der Cryptid und dann kommt die Hauptstory. Das ist jetzt die Reihenfolge, die ich einfach mal avisiere. Choose a destination. So.
Guerrilla Byroad. Guck mal, da bin ich nämlich schon verdächtig nah dran gewesen am, am Hauptziel. Da ist die Twin Dragons Bridge. Ich würde mal erstmal... Oh Mann, wie meine Stimme nervt. Warte mal kurz. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Keldik. Zack. Und dann will ich erstmal in den Westen und dann in den Osten. Weil in Richtung Osten könnte es einen Verbindungsweg in Richtung rote Ausrufezeichen geben. Und das ist mir ein bisschen zu risky. So, hier gibt es auf jeden Fall nichts Neues. Alles klar, wo geht's denn nach Westen? Da. Man könnte auch einfach den Kompass konsultieren, aber das ist mir schon wieder fast zu praktikabel. Ich mag es nicht praktikabel. Ich brauch's immer kompliziert, undurchsichtig und unlogisch. Das ist meine Devise. So, da ist sie auch schon, die Trista-Route. Dann lass uns mal hier rüber rennen. Irgendwie hat diese Stelle hier, um nochmal ganz kurz mit was Sinnlosem auszuholen, diese Stelle hat so einen kleinen magischen Mehrwert für mich, weil als ich mein Zusammenfassungsvideo gemacht habe, was ich 2021 für Spiele abgeschlossen habe, da habe ich weiß nicht warum, damals hier diesen Bereich ausgewählt und das ins Video mit reingeschnitten. Diese ganze Area hier und daran muss ich jedes Mal denken, seitdem, wenn ich hier vorbeilaufe. Sag mal, gab es hier auch einen Cryptid? Hier war keiner, ne? Nee. Warum fehlen hier die ganzen Symbole? Kann es sein, dass ich hier an der Brücke nach wie vor nicht weiterkomme? Weil das hier ist auffallend leer. Das passt nicht zu Trails. Das hier ist eher so, ne? Mit ein paar Gegnern hier, ein paar Kisten da. Aber wir gucken mal. Oh. Eigentlich ist das gar nicht so überraschend, dass die beiden hier stehen, weil wir auf der Courageous schon gelesen haben, dass sie hier verweilen. So, Logins und Alan. Das sind die aus dem Fechtclub, die beiden, ne? Hey, aren't you... Rin, hey! Alan, Logins. And you're both in the fencing club, if I recall. What an idiot's name are you doing here? Are you guys acting as a resistance force too? You could say that, yeah, basically. Rin exchanged information with Alan and Logins. The Courageous, you're the guys with that ash-colored knight we've been hearing about? I've heard rumors, but I never would have imagined you were the damn pilot. But you are the infamous Class 7 after all, I should have known better. Sounds like you two have been holding up okay. Being part of the fencing club must have done wonders for you. I understand you've been gathering information as best you can. Any idea what happened to Patrick and Friedel then? Did they choose to remain at the academy? Yeah, along with the other upper class students. I was with Bridget on the way out of Trista, but part of the way I lost track of her. I've got no idea where she is now. That is worrying. Anyway, moving past the gloomy crab, we want to take back the academy as much as you do. And so we'd love to come along with you, but we've got something we need to take care of here first. What do you mean? The reason we originally came here was to gather info. It's the last place on our list of locations to check. Mostly we were wondering if there was an alternative route, das wird mal so ausgesprochen, to Trista from here. An alternative route, you say? Really, I'd love to find one of those as much as you would. Although, I'm not sure the chances of finding one are good with the major checkpoint between here and Trista. Oh, we're well aware of how unlikely it is. Still, there's always the chance that the Alliance has overlooked something. And as long as even the smallest chance exists, I don't want to give up. I want to see Bridget again. As you can see, he's pretty dead set on going through with this, and nothing I can say will change his mind. So yeah, that's where we stand, but this ain't exactly our specialty, so it might take a while. You mind waiting? You mind helping? Hättest du fragen sollen. No, not at all. But by the sound of it, we might be able to help them finish a lot faster than they otherwise would alone. Aha. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie die Hilfe aussehen soll, aber go for it. Alan, how about we take care of that investigation in your place? What? Are you sure? You're wanted by the Alliance far more than we are, so you stand to lose a lot more by doing it.
We know, still we're used to wandering up and down the highways by now, so not to be rude, but I think we could conduct that investigation far more efficiently than the two of you could. I mean, it won't be easy for us either, but we could try. It's more realistic than rude. I'll gladly take you up on that. All we want you to do is to go around and see if there are any holes in the Alliance's formation around Trista. Don't go putting your asses in any more danger than you need to, you hear? We're not expecting you to find anything, so don't go getting arrested. Do what you can, then come right back. Aye aye. It sounds like we should go around a few key points and then survey the opposite shore. Let's get started. Eigentlich so, wie ich das normalerweise auch immer mache. Aber wir haben gleich 2 Updates für unser Notebook und freundlicherweise zeichnet das Spiel die Spots sogar ein. Das ist schön. This way heads out to Heimdall, which means the Alliance ain't screwing around. For all I know, they've got everything locked down and this will just be a waste of time. So now's not the time to go play hero. Do what you can, then get the hell on back. Ja, das war der Plan. This way heads out to screwing around, waste of time, hell on back. Okay. Basically, we just want to know if there are any potential gaps in the surveillance around Trista. I do feel bad asking you to do this, but well, I trust your judgment. If you think we should give it up, then that's just what we'll do. Basically, we just want to know if there are any potential gaps in the surveillance. Achso, das hatten wir schon. Ja. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, auch wenn ich nicht glaube, dass das eintritt, dass wir mit Missionsabschluss vielleicht uns Trista doch irgendwie nähern können. Oder Lücken in deren Verteidigung finden, die wir halt ausnutzen können, um dahin zu gelangen. Das wäre schon ein bisschen cool. So, ich glaube, ich gehe erstmal auf... Wobei, nee, ich gehe erstmal nach links zu dem Ausrufezeichen und danach auf das mittig platzierte. So, was genau ist jetzt hier auffällig? Ah, die gegenüberliegende Seite. Aber welchen Erkenntnisgewinn ziehen wir jetzt daraus? Dass das gut bewacht ist, das wussten wir ja vorher schon. Looks like they're using those armored cars to patrol the highway. And they're patrolling a fair distance from the actual checkpoint too. They're being pretty thorough. It's too bad. I don't think crossing the river is going to be an option. Ach, das war der Grund, warum sie von hier geguckt haben. Okay, macht Sinn. Aber in welchen Zeitabständen die vorbeifahren, haben wir jetzt nicht erkannt. Also die wahrscheinlich schon, sonst würden sie es vermutlich anders kommentieren. Aber hier ist jetzt... I could probably fish here. Was? Kenne ich den Angelspot? Ich weiß nicht. Gucken wir gleich. Okay, aus der Luft wird das auch überwacht scheinbar. Ja, oh shit. Ich glaube, das könnte... Ja, das könnte problematisch werden. Wir brauchen einen Underground-Tunnel oder so. Oder Sewers, die uns dahin bringen. Irgendeine Kanalisation. That's an Alliance airship. It's one of Rainfort's latest models too. Looks like they're using it to patrol the area. Well, they must know we've got the courageous by now, so I can't blame them. Whether it's by air or by land, they aren't taking any chances. We're going to need to be very wary, very wary when flying around here. Aber hier war ich safe schon mal. Ja, ich wollte gerade sagen, kannst ja gar nicht übersehen. Das ist ja ein Angelpunkt, der quasi auf dem Tablett serviert wird, mit eigenem Angelsteg. So. Auf welche, also wir haben jetzt Luft und Erde gesehen und was wird jetzt hier noch kommen? Wahrscheinlich kommentieren die jetzt die Einheiten, die dort auf der Brücke oder an der Brücke stehen. Einfach nur. Oh, nee. Also das hier ist, glaube ich, die dümmste Idee, hier vorpreschen zu wollen. Yeah, this is about what I expected. Armored cars, soldiers getting through here would be virtually impossible. I doubt even the 4th Armored Division would be able to get through here easily, much less us. Also ich würde sagen, dass mit dem Rüberschwimmen
ist am ehesten realistisch. Well, we've checked everywhere there is to check on this side of the checkpoint. As things stand, getting to Trista is going to be borderline impossible. It does seem to be especially well guarded. That's hardly a surprise. They have every possibility covered, what with armored cars, soldiers, and even an airship on patrol. The Alliance isn't stupid. They know where to keep their guard up. Die Frage ist aber, sind die nachts genauso aufmerksam, vielleicht sogar noch aufmerksamer, vielleicht ist das auch, die müssen auch irgendwann mal Pause machen, oder? Vielleicht können wir das nutzen. I doubt we'd be able to get much closer even with the courageous. I expect the area around Trista itself is even more heavily guarded too. Well, that's all we can do for now. Let's get back to Alan and Loggins and tell them how the investigation went. Da sind wir auch schon. Man, I figured. Sounds like we have our work cut out for us trying to get back to Trista. For now, anyway. Here's hoping an opportunity will present itself. All we can do at this point is make sure we're ready to seize it when it does. I guess so. I was really hoping you'd find something. I feel like getting back to Trista is the only way I can find out where Bridget is. Quite possibly. That's a tough one. I wish we could help more, Ellen. Pull yourself together. You love her, right? Then you need to find her yourself. Loggins? Haha, he's not wrong. If all of us in Class 7 were able to find each other, I'm sure you can find her too. Say, why don't you come with us? Thanks, guys. I don't know how much I'll be able to help you, but I'll do what I can. Hey, and that goes double for me. Happy to be on board, guys. Welcome to the crew. Yes. Ellen and Loggins were welcomed aboard the Courageous. Bekommen die auch ihr eigenes Fechtzimmer? Oder wo werden wir die da antreffen? Ist bei denen auf den ersten Gedanken gar nicht so einfach, da in eine Richtung zu gehen. Okay, also dort kommen wir auf jeden Fall noch nicht weiter. Das heißt, der ganze Trista-Bereich, der ist dann damit so gesehen auch abgehakt. Dann können wir uns nämlich in der nächsten Folge auf die entgegengesetzte Seite stürzen. Ich bin auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht mit dem Cryptid anfangen soll. In der nächsten Folge, weil einerseits habe ich ein bisschen Bock zu kämpfen, weil wir ja heute keinen einzigen Kampf ausgefochten haben. Und, ja, andererseits, weiß ich nicht, purzel ich vielleicht von der nächsten Route dann schon direkt in die Hauptstory, weil das, glaube ich, in Richtung Twin Dragons Bridge auch hingeht. Schwierig. Warte mal, will jetzt die beiden erstmal noch finden. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Warte mal, hier, das sah doch gerade auffällig aus. Laufe ich in die richtige Richtung? Ja. Nee, das sind die beiden Damen. Oh. Oh no. Oh, neue Trainingseinheiten. Ich hau mich weg. Yo, glad you made it. So this is where you ended up? Taking over this training room, huh? That makes a lot of sense. I thought so too. Figured the best way I could help out was giving you guys a chance to do some training. That's why I've got the combat shells all set up and ready to go for you guys. Uh-oh, they should be tweaked just right for you to train your close combat skills against. So if you're feeling rusty, stop on by and I'll get you sorted out. Haha, sure, I'll take you up on that. Oh yeah, okay, also ich sag auf jeden Fall mal so viel. Wir werden in der nächsten Folge definitiv kämpfen. In this room you can choose 4 of your allies to practice their close range combat skills. Only characters with close range attacks may be used. By defeating the combat shells and completing various tasks you can obtain special rewards. Aha. Okay, ihr Lieben, ich muss mal 1-2 Minuten drüber nachdenken. Werde jetzt hier an dieser Stelle den Part beenden. Ellen habe ich auch noch nicht gefunden, den müssen wir auch noch suchen. Und dann werden wir in der nächsten Folge vermutlich Cryptid oder Training oder beides machen. Lasst euch einfach überraschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!